Ja, guten Tag, mein Name ist Armin Schaus. Ich bin der Abteilungsleiter Einsatz im Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr und leite den Einsatz der Bundeswehr im Rahmen der Pandemiebekämpfung hier aus dem Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr. Wir haben eine Operationszentrale hier eingerichtet, die 24/7 in Betrieb ist, haben die auch gerade hochgefahren und passen die an die aktuelle Pandemieentwicklung an, sodass wir dann die große Anzahl an Amtshilfeanträgen, die uns gerade erreicht, auch bearbeiten können und sehr schnell dann auch Kräfte zur Unterstützung der zivilen Antragsteller, der Behörden im Schwerpunkt Kontaktnachverfolgung, Unterstützung der Krankenhäuser, Unterstützung der Alten- und Pflegeheime bei nichtpflegerischen Tätigkeiten und auch beim Impfen bereitstellen können. Die Amtshilfeanträge haben sich in den letzten Wochen vervielfacht, lehnen sich weitestgehend an dem Pandemiegeschehen an, wo wir zu Beginn im Schwerpunkt in Bayern, in Sachsen, in Thüringen, in Sachsen-Anhalt, in Hochinzidenzgebieten die Nachfragen haben, hat sich das mittlerweile aufs gesamte Bundesgebiet erweitert. Derzeit ist Bayern im Schwerpunkt der Bearbeitung, insbesondere Krankenhäuser, haben dort den Bedarf angemeldet, um das Pflegepersonal zu unterstützen und dann aus Normalstationen Pflegepersonal freizusetzen, um auf die Intensivstation zu bringen. Und hier können wir dann auch breit unterstützen mit helfenden Händen, die dieses Personal dann entlasten, um das Krankenhaus dann zu stabilisieren. Herr General, sind die Hilfesuchenden inzwischen besser aufgestellt als in den letzten Corona-Wellen? Ganz generell kann man das bejahen. Wir sind jetzt seit 21 Monaten in Deutschland in dieser Pandemie mit verschiedenen Wellen. Und dann wäre es ja auch wirklich erstaunlich, wenn sich die Verantwortlichen nicht besser aufgestellt hätten. Man muss allerdings auch sehen, dass wir ja schon glaubten, sie überwunden zu haben, diese Pandemie. Und im späten Sommer, frühen Herbst auch in der Bundeswehrabfrage sehr zurückgegangen sind. Wir hatten vielleicht noch 200 Soldatinnen und Soldaten in der Amtshilfe, gingen davon aus, dass wir es überwunden hatten. Jetzt kommt in den letzten Wochen eine Dynamik in das Geschehen wieder rein, das wirklich die allermeisten nicht erwartet hätten, mich zumindest eingeschlossen. Und insofern ist es nachvollziehbar, dass jetzt wieder ein hohes Aufkommen an Nachfrage nach Bundeswehrunterstützung mit entsprechender Bindung der Kräfte auch kommt. Ich bin Oberstleutnant Urs Zimmermann. Ich bin seit Februar des letzten Jahres, also vom Beginn der Pandemielage an, Leiter des Lagezentrums im Landeskommando Berlin. Aufgabe dieses Lagezentrums ist es, die Hilfeleistung der Bundeswehr im Bundesland Berlin zu koordinieren. Vorher die zivile Seite auch noch über die rechtlichen Grenzen und Möglichkeiten und über die Fähigkeiten und Kräfte, die die Bundeswehr bereitstellen kann, zu informieren, sodass wir am Ende eine passgenaue Hilfeleistung liefern können. Der Antragsteller stellt telefonisch oder schriftlich an das Landeskommando Berlin den Antrag auf Unterstützung im Bereich der Hilfeleistung. Wir als Landeskommando Berlin bereiten die dementsprechenden Hilfeleistungsanträge vor und übermitteln diese bereits per Mail an den Antragsteller. Innerhalb des Senats wird es geprüft und nach Prüfung und Zeichnung durch den Staatssekretär wird das ganze Hilfeleistungsersuchen in einem Hilfeleistungsantrag direkt wieder zu uns ans Landeskommando Berlin geschickt. Wir im Lagezentrum prüfen nochmal gegen, ob die vorher besprochenen Personalressourcen, Materialressourcen immer noch die gleichen geblieben sind oder Änderungen sind und werden das dann unmittelbar nach Eingang an das Kommando TA OPZ weitersenden zur weiteren Belegung. Berlin hat mittlerweile wieder umfangreich Amtshilfe beantragt. Neben der Unterstützung in Alten- und Pflegeheime sind wir auch in der Kontaktnachverfolgung wieder in den Bezirken eingesetzt. Zum Beispiel in Neukölln sind aktuell 10 Soldaten eingesetzt, um hier die Kontaktnachverfolgung sicherzustellen und Infektionsketten zu unterbrechen. Was machen wir hier? Wir werden gleich Teile der eingesetzten Kräfte in für sie wichtige Themen einweisen und einführen. Das ist zunächst mal die Einführung in die allgemeinen Hygieneregeln, die natürlich bekannt sind, aber besonders wichtig sind in den Heimen als Infektionsherde und mit viel vulnerablem Publikum und natürlich auch Bewohnerinnen und Bewohnern. Der zweite Punkt ist eine Vorstellung, was erwartet sie in den Heimen? Wie ist das Umfeld, in dem sie sich einfügen müssen? Sind dafür dann zuständig, die Tests zu kontrollieren, Anwesenheiten zu dokumentieren. Sie werden aber auch feststellen, dass der Eingangsbereich für die Bewohnerinnen und die Bewohner ein sehr interessanter Ort ist, weil da einfach am meisten los ist. Es kann also sein, dass Sie da Gesellschaft haben. Dritter Punkt, und jetzt kommen wir zu der militärischen Seite, ist eine Einweisung in die Pressefragen, die so entstehen können, weil Berlin natürlich groß im Blickpunkt ist und diese Hilfeleistung auch medial sehr erfahrungsgemäß, sehr eng begleitet wird. Wie verhält sich der einzelne Soldat, die einzelne Soldatin, wenn ein Journalist auftaucht, geplant
oder auch ungeplant, denn es läuft nicht immer über die Bundeswehrkanäle, sondern es erscheint durchaus auch mal Presse auf Anregung der jeweiligen Heimbetreiber. Der ein oder andere Journalist, Medienvertreter wird sich in so ein Pflegeheim möglicherweise nicht verirren, sondern sogar ganz gezielt dahin kommen und sich möglicherweise eben auch mit Ihnen, mit der Bundeswehr in der Amtshilfe auseinandersetzen wollen. Sie müssen und sollen überhaupt nichts beantworten. Sie können und dürfen, so Sie sich in der Lage sehen, so Sie sich berufen fühlen und so Sie das freiwillig tun wollen. Wenn Sie das nicht möchten, ist Ihnen niemand böse. Nicht Ihre Dienststelle, nicht der RECFÜ-Stab, nicht Ihr Disziplinarvorgesetzter und wir von der Pressestelle schon gar nicht und vermutlich der Journalist auch nicht. Und der letzte Punkt, der nun für mich der wichtigste ist als Leiter Lagezentrum, die Soldaten müssen wissen, was dürfen sie machen, was ist gebilligt worden, welche Tätigkeiten sind ihnen erlaubt, wann sind sie haftungsrechtlich und dienstrechtlich abgesichert und was dürfen sie im Gegensatz dazu eben nicht machen. Da muss Handlungssicherheit hergestellt werden für jeden Einzelnen. Denn das Problem, das wir haben, ist, dass wir 310 Soldatinnen und Soldaten in 206 Heimen unterbringen werden. Wie sollen wir da enge Dienstaussicht führen? Das heißt, wir müssen ihnen von Anfang an so viel an die Hand geben, dass sie im Zweifelsfall richtig entscheiden oder wenn sie nicht entscheiden können und wollen, die richtigen Ansprechpartner kennen, um sich die nötige Hilfe und Beratung zu holen. Ich bin der Oberstabsgeweihte Kloß, bin 32 Jahre alt, bin IT-Soldat in der Uckermark in Brandenburg. Ja, habe mich freiwillig für diese Corona-Hilfe mit entschieden, habe schon mehrere vorher gemacht und finde es auch gut und will auch wissen, diese Pandemie auch wieder mit eindämmen, mithelfen dabei. Wie gut ist denn die Koordination zwischen den Antragstellern und der Bundeswehr? Also es ist seit Beginn der Pandemie deutlich besser geworden. Überall dort, wo es die Kontakte gibt, wo sie sich eingespielt haben, merkt man, dass das Verständnis gewachsen ist, dass die Beratungsleistung unserer Verbindungselemente auch angefragt, nachgefragt wird. Überall dort, wo das Verständnis gar nicht da ist, weil zum Beispiel auf Ortsebene ein Bürgermeister gar keinen Ansprechpartner bei der Bundeswehr hat und das bisher auch nicht für nötig gesehen hatte, stellen wir fest, dass immer mal wieder gefragt wird, wie geht das denn? Und das ist eigentlich eine Aufgabe auch der zivilen Seite, dass die antragsberechtigten Stellen dieses in ihrem Sprengel kundtun. Weil wir haben Verbindungselemente bis auf Kreis-, Bezirksebene, sind also in der Fläche ansprechbar. Man muss dieses Angebot nur nutzen und das muss auf der zivilen Seite allen bekannt sein. Gut, alles gut. Ist auch das Wetter ganz gut, ja. Ja, wunderbar. Gehen Sie mal vor. Gut. Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie einen Berg abarbeiten, auf den Sie tatsächlich wegkriegen? Oder ist es eher so, dass das sich so auftürmt und Sie kommen hinterher? Die Sache daran ist, dass wir nicht das Komplette sehen. Wir bekommen Fälle zugewiesen, ja. 5 oder 10 Stück, sehen aber nicht, wie viel warten quasi. Wie viele Fälle haben Sie so etwa pro Tag? Ich sag mal so 15, 20, das kommt immer darauf an, wie umfangreich sie sind, wie viele Kontaktpersonen die hatten, wie viel wir anlegen müssen und wie gut halt die E-Mails beantwortet werden. Wenn wir unsere Soldaten abziehen, ist das ja immer ein Zeichen dafür, dass die Welle ganz gut mental ist. Wir arbeiten gut zusammen. Ja, alles gut. Ja, sehe ich auch. Ja, dann gehen wir hier mal eben zur Amtsleitung. Guten Tag. Hallo. Hallo. Na, wie schaut's aus? Gut. Ja. Also es gibt keine einzige Beschwerde. Wir sind froh, dass Sie da sind. Ja, darf ich Ihnen irgendwas zeigen? Möchten Sie irgendwas? Was möchten Sie noch wissen? Ich war bei den Soldaten zum Teil schon unten und ich gehe auch noch weiter rum. Haben Sie noch Griffe bekommen? Natürlich. Ja, sonst kommt man nicht rein. Geht ruhig vor. Jetzt habe ich die Leitung. Vielleicht das nicht helfen.
Tag. Mein Name ist Uffmann, Kommandeur Landeskommando Berlin. Ich grüße Sie. Ich möchte mal nach meinen Soldaten gucken. Alles klar, ja, machen Sie das ruhig. Und wie geht's Ihnen? Noch gut? Noch gut? Noch gut, ja. Das höre ich ja gerne. Also Sie kommen voran. So, mal gucken. Bisher war es so, wir sind ja jetzt erst wieder eine Woche hier gewesen, die letzte Woche. Ja. Wochenende zu Hause gewesen, das sind immer mehr, ja. Also okay. Gut, Herr Sieht schlimm aus. Ja. Und Herr Mattes, wie geht's Ihnen? Also mir geht's super. Ich bin auch schon seit Anfang des Jahres in Amtshilfe. Ja. Ja. Hier in Berlin oder auch anderswo? Auch anderswo. Ich war vor kurzem erst noch in Spandau gewesen, da sind wir uns auch schon mal begegnet. Ja genau, kann sein. Ich kann Sie jetzt durch die Maske nicht wiedererkennen, aber ich bin im Spandau gewesen, das stimmt. Ja. Ja. Gibt immer viel zu tun. Da haben Sie den direkten Vergleich, ne? Ja. Okay, sehr gut. Alles andere macht ja gar keinen Sinn. Ja. Gut. Und Sie gehen in Uniform hier rein und raus, es ist kein Problem mit den Leuten draußen, die Sie sehen? Jetzt nicht, also manchmal gibt es Blicke, die sowohl freundlicher Natur sind als auch unfreundlicher, aber bepöbelt worden sind wir noch nicht. Okay. Ja, hoffe, das bleibt auch so. Danke. Ja. Ja. Das heißt, wenn Sie keine Symptome haben und Sie auch mit einem Schnelltest jetzt nichts, der negativ ausfällt, müssen Sie nicht in Quarantäne bleiben. Möchten Sie vielleicht nochmal morgen zum Impfungstest kommen, dann haben wir auf jeden Fall ein Ergebnis. Und wie ist das hier, wenn Sie angerufen werden? Ja, ein bisschen, ich sag mal, ärgerlich von den Bürgern her, ne? Weil Zahlen sind so hoch, da muss ein bisschen nachgearbeitet werden. Genau. Und ist halt auch verständlich, dass die dann halt auch auf eine Stelle trampeln und sagen, hier, mein Arbeitgeber braucht was. Okay. Also sind Sie so eine Art Blitzableiter manchmal? Sozusagen ja. Sie auch? Ja, okay. Genau dasselbe, genau. Okay, machen Sie es auch zum ersten Mal? Also nicht zum wiederholten Mal? Ich habe das letztes Jahr im November einmal gemacht für einen Monat und jetzt das zweite Mal sozusagen. Okay. Sind Sie beide Berliner? Ja. Ey, endlich mal Berliner hier. Und aus welchem Kiez? Aus Köpenick. Aus Köpenick? Ja. Sie auch? Nee, hier aus Hellersdorf. Aus Marza-Hellersdorf? Genau. Das ist ja so ein Heimspiel für Sie hier. Deswegen, ja. Wissen das Ihre Kollegen auch, die Zivilen? Ja, die wissen das. Wunderbar, wir können nicht weg. Nicht das erste in so einer Sache. Und nach links. So, schönen guten Tag. Grüß Sie. Herr Reiter. Uchtmann mein Name. Na, wie ist? Geht, viel zu tun. Also Unterstützung haben wir jetzt zum Glück. Ja, und damit arbeiten wir zügig auch ab. Aber es ist so eine Masse, dass das natürlich nicht von einem auf den anderen Tag ist. Wir schaffen immer wieder einen Tag mehr, uns ranzufuttern in diesen 2 Wochen Inkubationszeit, irgendwie mit reinzukommen langsam, aber auch da ist noch kein Land in Sicht. Also drüben mit dem Corona-Center waren Sie ja gerade schon. Da sind ja so die Hauptermittlungskräfte und hier haben wir mit der Bundeswehr so ein Team aufgebaut die letzten Tage, haben uns jetzt so ein bisschen eingegroovt und ja, jetzt läuft das erstmal und jetzt hoffen wir, natürlich ist jetzt immer noch die Frage, ne, wie lange ist die Bundeswehr da? Ja, das ist 1.1. noch so ein Thema, wo wir uns natürlich darauf vorbereiten müssen, dass es sein kann, dass ab dem Augenblick 10 Mann wieder fehlen. Wie lange läuft die Amtshilfe jetzt? Bis 31.12. Genau, wir haben heute die Verlängerung gestellt. Darüber hinaus? Also bis zum 31.12. erstmal. Jetzt war es erstmal bis 15. und jetzt haben wir nochmal bis zum 31.12. fertig gemacht. Gut. Und hoffen, dass das auch so durchgeht. Dort, wo das Angebot der Bundeswehr an Beratung angenommen wird, ist das gut eingespielt. Wir stellen aber fest, dass es immer noch Bereiche auf der zivilen Seite gibt, die das Angebot gar nicht kennen. Und das ist meine Erwartungshaltung, dass das auf der zivilen Seite auch gestreut wird, diese Information, weil wir können nicht in jedem Ort mit unseren Verbindungselementen tätig sein. Das ist das eine. Halten Sie vor, so lange und so frühzeitig, wie Sie nur irgendwie können.
3 Tage vorher könnte knapp sein, weil die Kräfte dann umdisponiert werden. Wir haben schon Kräfte aus diesem Bereich runtergeschickt in den Süden. Okay. Also bitte vorausschauend mit der arbeiten, sonst können wir möglicherweise nicht helfen. Wir sehen auch, dass ein sehr hoher Anteil der Amtshilfeanträge gebilligt werden kann. Wir waren teilweise über 90%, weil eben dieses Beratungsangebot auch angenommen worden ist. Jetzt sind wir wieder unter 90%, weil in der Not ganz schnell, teilweise bevor der Antrag formuliert wird, schon in der Presse gesagt wird, wir rufen die Bundeswehr. Da wäre mein Wunsch, dass man das Angebot annimmt, den Kreisverbindungskommando, Bezirksverbindungskommando, Landeskommandos anspricht. Habt ihr überhaupt die Möglichkeit, uns zu helfen? Konkretes Beispiel, unsere Sanitätsfachpersonal, die Ärzte, die Rettungssanitäter und so weiter, das Pflegepersonal ist sehr begrenzt und es ist gebunden in den Bundeswehrkrankenhäusern ja schon elementarer Bestandteil, integraler Bestandteil der Gesundheitsversorgung in Deutschland. Das ist schädlich für das gesamte Gesundheitssystem in Deutschland, wenn wir diese Leute da rausnehmen würden und irgendwo in der Fläche verteilen. Dieses Verständnis hatten wir anfangs wecken müssen. Es ist auch gewachsen. Jetzt in der Not wird das teilweise wieder übersehen. Also die Kernbitte, einfach das Beratungsangebot auf allen Ebenen, die wir anbieten, annehmen.